Hallo ihr Lieben, hier bei unserer Korsika-Reise 2025, hier bei Teil 2. Teil 1 hat euch schon sehr gefallen, aber dann müsst ihr wahrscheinlich hier Teil 2 lieben, weil wir sind auf der Insel und genau das zeige ich euch. Und zwar die Anreise, wie wir in Bastia landen. Unser Hauptziel ist ja Bonifacio, das seht ihr erst im 3. Teil, aber hier die Bilder sind auch schon scharf, deswegen bleibt bitte dran. Und zwar fahren wir von Bastia Hafen immer weiter Richtung Süden. Ihr seht unsere komplette Anreise. Dann haben wir einen schönen Campingplatz besucht. Da waren wir 2 Tage. Der liegt direkt am Meer. Den möchte ich auch euch komplett zeigen. Danach sind wir nochmal zum anderen Campingplatz gefahren. Und von da aus haben wir einen super abgelegenen Strand besucht. Da kann nicht jeder hin. Das ist ziemlich holprig da. Aber der war auch fantastisch. Werdet ihr jetzt alles sehen hier und ich möchte, dass ihr euch mit mir freut auf den nächsten Teil und ich bin total gespannt, wie ihr den findet und lieben Dank für eure Kommentare. Lasst mir auch hier wieder Kommentare da. Habt viel Spaß. Es geht los. Die Anreise bis Savona habt ihr in Teil 1 gesehen. Ich zeige euch gleich die Fährfahrt. Preise hin und zurück kennt ihr aus Teil 1 und auch hier rechne ich mit euch weiter, was das alles kostet. Aber zunächst was Interessantes, weil ziemlich genau hier liegt auf 15 Quadratkilometern 1300 Kreise, die einzigartig sind auf dieser Welt. Zumindest hat die noch keiner gefunden und die liegen in 120 Meter Wassertiefe. Die hier wurden von Forschern 2011 befunden mit Sonartechnik. Man schätzt die Ringe, die 20 Meter im Durchmesser haben, auf 12.000 Jahre. Entstehen konnten diese wohl nur, weil der Wasserspiegel zu diesem Zeitpunkt nur 10 Meter betrug und Gas austrat. Und weil der Mensch so mies mit seiner Umwelt umgeht, stirbt seit den 1970er Jahren das ganze Seegras ab und dadurch sehen die Ringe heutzutage so aus, wie die nun halt jetzt aussehen. Naja, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen von der Fähre, dann wie wir landen und wie wir dann weiter Richtung Süden weiterdüsen. Ja, mit welchen Anbieter wir fahren, das seht ihr ja hier ausführlich. Ich konnte mal wieder nicht pennen. Nee, aber trotzdem ist eine Kabine immer noch toll, weil man hat seine Privatsphäre. Und ich hatte Ulla und Mia, die waren beide safe. Ulla macht das nichts aus, die kann schlafen, aber ich ertrage das grappelig. Naja, auf jeden Fall geister ich hier so auf dem Deck rum. Wir rasen hier mit stolzen 25 km/h, das sind 13,5 Knoten, durch das Mittelmeer. Ja, wenn ich jetzt schon mal wach bin, dann muss ich auch was Geistreiches filmen. Schaut mal, Leute. Ich hoffe, ihr seht es. Und man sieht tatsächlich ganz vage da hinten in der Ferne den Leuchtturm von Kap Kors. Wisst ihr, was ich so schön an diesem Abschnitt finde? Man sieht hier in der Kamera gar nichts. Ich schwöre, ich habe den Leuchtturm gesehen. Ich gehe mal wieder aufs Zimmer, Mann. Bin doch ein bisschen müde. Für die 213 Kilometer, die die Fähre von Savona bis nach Bastia zurücklegen muss, haben wir etwas mehr als 8,5 Stunden gebraucht. Nein, das hier ist nicht unsere Kabine, die habe ich euch ja gezeigt in Teil 1. Aber wenn ihr hartgesottener seid als wir und nichts dagegen habt, dass nachts so wie ich hier jemand euren Hintern filmt, dann könnt ihr so Geld sparen. Hier bin ich wieder in der Kabine, ich habe es dann nochmal eine Stunde probiert zu pennen, aber ich habe es nicht geschafft. Naja, was soll's. Der junge Tag brach an und wir freuten uns schon sehr auf Korsika. Was für eine Kulisse, oder? Caprera, Elba, Schiff, Dieter. Junge, bin ich bekloppt. Aber schön, wenn man noch über sich selbst lachen kann, oder? Ja, ich entschuldige das mal, weil ich vermute mal, ich hatte zu wenig Schlaf, oder? Ja, und dann kam Land in Sicht. Auf Steuerbord. Kap Kors. Herrlich. Ja, wir schippern ganz langsam Richtung Bastia. Hier was von meiner Assistentin.
Bastia, einer von 6 Fährhäfen auf Korsika und zugleich der bedeutendste. Seit Jahrhunderten ist er das Tor zur Insel. Anlaufpunkt für Fähren, Umschlagplatz für Waren, Ausgangspunkt für Abenteuer. Wer hier ankommt, spürt sofort, das ist nicht nur ein Hafen, das ist ein Knotenpunkt voller Leben, Geschichte und Bewegung. Genau. Auch bei uns kam dann die Bewegung. Ab nach Bastia. Beziehungsweise aus Bastia. Erstmal aus den Getümmeln raus. Wie bereits schon in meinen anderen Videos erwähnt, hier der Hinweis, auf was ihr achten solltet in Bastia. Wer mit dem Wohnmobil in Bastia unterwegs ist, sollte besser die Augen offen halten. Denn hier hängen an einigen Kreisverkehren echte Killerketten von der Decke. Kein Scherz. Die Dinger sind Höhenbegrenzungen, weil manche Unterführungen nur 2,40 Meter erlauben. Und weil es in Bastia gleich mehrere dieser fiesen Stellen gibt, vor allem in Hafennähe, scheppern die Ketten rechtzeitig gegen jedes Dach, das zu hoch ist. Eine brutale, aber ehrliche Warnung. Wer hier nicht aufpasst, der hat schnell mehr als nur ein paar Kratzer im GFK. Also, Navi auf LKW-Modus, Hirn einschalten und nicht blind dem Verkehr folgen. Jetzt habt ihr aber nicht so viel Angst, dass ihr keinen Urlaub mehr macht. Also no risk, no fun, ist klar, ne? Weil irgendwann mal müsst ihr unter die Kette. Das seht ihr jetzt gleich. Da kommt nämlich die Kette, 4,30 Meter hoch, für den untertunnelten Yachthafen. Da ist er. Also der Tunnel. Ja, hi. Die Mia und ich, wir warten auf die Ulla. Die ist nämlich gerade am Einkaufen. Wir haben 8:40 Uhr und fahren von Bastia aus Richtung Süden an der Ostküste vorbei. Da ist die Mia schon wieder am Knatschen. Jawohl, und wir blicken auf die Ostküste in der Animation. Korsika misst von Nord nach Süd rund 183 Kilometer, von West nach Ost knapp 83 Kilometer. Also fast so lang wie Rheinland-Pfalz, aber mit dem Charakter eines Gebirges im Meer. Aber mit dem Monte Cinto schraubt sich die Insel bis auf satte 2706 Meter in die Höhe. Ein echtes Miniaturgebirge im Mittelmeer. Camp Le California sollte unser Ziel werden. Der versprach so einen super mörderscharfen Strand zu haben. Und tatsächlich bin da mit der Drohne geflogen. Meine Bilder sehen genau so aus. Fährt man von Bastia nach Süden, fährt man erstmal durch einen flachen Teil und hier etwas dazu. Der flache Landstreifen südlich von Bastia ist ein geologischer Glücksfall, entstanden durch Jahrtausende an Sedimentablagerungen aus den korsischen Flüssen. Einst war hier ein sumpfiges Delta, heute ist es die fruchtbare Tiefebene Korsikas. Maximal 10.000 Jahre alt, aber mit uralten Wurzeln. Interessant, oder? Ja, wir sind schon in dem bergigen Teil und unser Ziel war, hinter Vautea zu kommen. Ja, und warum? Ja, weil wir letztes Jahr schon auf Korsika waren und somit konnten wir dann Dinge erkunden, wo wir noch nicht waren. Das fing nun mal halt hinter Vautea an. Hier gleich links die Zufahrt von dem Campingplatz. Der war super. Allerdings nur für kleine Wohnmobile, so wie unseres. Ein paar enge Sträßchen weiter kam dann unser Ziel. Hotel California. Blödsinn, Camping California natürlich. Hier gibt es 2 Campingplätze, die teilen sich den Strand. Einmal für Nackte und einmal für nicht. Wir haben schon bezahlt. Wie waren wir denn jetzt bezahlt? 75,20 für 2 Nächte. 4 Sterne Camping, sieht ganz gut aus. Nix Nudisten. Bei der Planung des Platzes hatten wir schon 2 Bedenken. Erstmal waren wir einen Tag zu früh als bei Parkfonat angegeben und es stand kein Hund drin. Aber beides war kein Problem. Mit Hunde geht nur im Juli und im August nicht. Das Sanitärgebäude hier auf der linken Seite wird gerade renoviert, da konnten wir nicht rein. War aber nicht schlimm. Hier links ist unser zukünftiger Platz, direkt am Strand. Wir fahren aber erstmal am Schnelldurchlauf zum Sanitärhäuschen. Abwasser, Frischwasser. Wir mussten erstmal Frischwasser tanken. Wie ihr gesehen habt, hier ist noch nicht viel los. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das da auch Frischwasser ist. Weiß ich auch nicht. WC, Chemie. Das ist Okay. auch eine Waschmaschine. Ja, wir haben 14 Uhr und sind hier auf Camping California, hinter Vautea.
zwischen Fortea und Bonifacio. Ja, unser Hauptziel war nicht mehr weit weg. Hier eine schnelle Animation. Bonifacio war schon um der Ecke. Ich bin ziemlich müde, aber ich möchte nochmal zum Strand. Ich weiß gar nicht, ob ich da filmen kann. Kommt ein bisschen blöd, weil da ist auch Nudisten. Schaut mal, so stehen wir. Die haben hier keine festen Parzellen und keine Nummern. Ich muss, wenn wir näher kommen, ein bisschen leiser sein. Die Urlaub pennt da dran. Hört mal, schön, ne? Oh, oh. Hier, da kriegst du so eine Nummer. Und das Ding kriegst du hier drauf. Die ließ sich später wieder leicht entfernen. Ja, fantastisch still hier, oder? Da vorne ist noch Verzelte. Ja, und hier kannst du mit deinem Van stehen. Ich wollte noch mal zum Strand und da war schon vorbei mit meiner Ruhe. Hier wegen der Pappnase da. Ich bin einfach ein bisschen langsamer gelaufen und habe mir schön die Natur reingezogen. Aber jetzt nehme ich euch mit zum Strand und der hat's in sich. Also wir fanden den wunderschön. Da ist er. Herrlich, oder? Ja, hier am Strand sah ich dann auch dieses Schild und dann dachte ich, boah, das kannst du morgen machen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht für meine Drohnenaufnahmen. Und mein Übergewicht. Aber Oli und ich, wir waren todmüde und haben dann erstmal richtig schön geschlafen. Moin. The day after. Ich blende es ein. Ja, wir haben hier super gepennt. Ulla ist gerade auch wach. Die Mia auch. Hier könnt ihr Ast reinschlafen. Sehr ruhig hier. Wenn man nicht gerade ein Kind plärt, aber das hat jetzt eigentlich auch gar nicht gestört. So, ja, schaut mal, hier so ein Bändchen kriegt man dann. Von Camping California. Kann man das sehen? Ja. Ich hasse die Dinger. Und immer noch sehr wenig los hier. Mitte Mai. Und da ist schon das Meer. Schön, ne? Und das Meer lag immer noch so da wie am Abend zuvor. Ich glaube, so ganz ohne Menschen geht das nur in der Vorsaison oder eventuell in der Nachsaison. Aber herrlich. Ich habe es jedenfalls genossen. Ja, jetzt Schluss mit der Liege. Die hat es mir irgendwie angetan. Die stand da jahrenlos rum. Das lohnt sich schon, den Weg hier aufzunehmen. Das ist schon ganz schön twiggy. Ich zeig's euch mal. Also, hier muss man kraxeln. Ja, da wo man den Zaun vorbei, aber schon hoch. Hier das Meer. Wirklich herrlich, wie die Sonne steht. Und dann geht's hier lang. Überall hört man das Meer so schön ganz sanft. Die leichten Wellen. Und hier duftet es gut. Das wird noch hier zum unfreiwilligen Adventure-Klettern hier. Schaut mal hier. Bitte festhalten. Jetzt geht der Hang hier runter. Runter. Das alles mit meinen 72 Kilo.
Und dann kam ich endlich an einer Stelle, wo es wirklich richtig super war zum Fliegen. Es kommen jetzt super schöne Aufnahmen, so wie ich finde. Ich hoffe, ihr findet das auch. Und jetzt geht's ab in die Luft. Hier, dieses kleine Bänkchen nutze ich. She didn't love you back. All she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all? But let me tell you what, that's just life putting you through the test. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel. Before you run, you got... Hier fliegen wir übrigens gerade auf beide Campingplätze zu. Man sieht sie nur nicht, weil die liegen so schön versteckt hinter den Bäumen da. Und das ist euer Strand da hinter dem Boot. When you feel so stuck, but you can't get out, just remember there will come a day when it all works out, and you didn't even have to try. You will find a way if you hold on now, and remember that the only way is up from here. You say you're getting old, but what do you know about what's to come? 'Cause what the future holds, nobody knows till the race is all won. So if you're wondering what's the point of anything at all? It's to live your life, live it right now, 'cause you only get one. Before the dawn, it's always dark. Hier schauen wir genau auf den Zuweg vom Campingplatz Kalifornien. Und hier unten rechts im Bild, das ist die Ulla, die ist am Schwimmen, die lebt noch übrigens. Ich würde sagen, Filmaufnahmen im Kasten. Sehr schöne Ecke hier. Das ist der Plage de Villata. Wir landen. Ich möchte euch aber nicht ermüden mit meiner weiteren Tour. Ich zeige euch nur noch ganz schnell die kleinen Highlights. Da waren so schöne Buchten mit kleinen Mini-Stränden. Und jetzt gehe ich weiter. Also nicht zurück nach Ulla, das wäre dann da lang. Ich gucke mal, ob ich nicht über diese ganze Kuppe einmal eine Runde mache. Hier diese Tour Genues. Die Tour dürfte der alte Kraxelpfad zu dem genuesischen Turm da drüben sein. Zwischen türkisblauem Wasser und stillen Kiefernwäldern liegt hier ein Stück korsische Geschichte. Unscheinbar, aber bedeutsam. Auf einer kleinen Insel vor dem Plage de Pinarello wacht seit über 400 Jahren ein alter genuesischer Turm über die Küste. Errichtet um 1590 war er Teil eines Warnsystems gegen Piratenangriffe. Signale wurden damals von Turm zu Turm weitergegeben, wie ein mittelalterliches Frühwarnnetz. Gleich nebenan der Plage de Villata. Zusammen formen diese Strände eine Bucht, die schon damals Schutz bot. Heute vor Hektik, früher vor Feinden. Der Turm wurde mehrmals zerstört, wieder aufgebaut und steht bis heute als stummer Zeuge einer Zeit, in der Korsika noch ständig auf der Hut war. Man spürt es hier, Schönheit und Geschichte, direkt unter den Füßen. Das hier ist der Plage de Pinarello. Übrigens super zum Schnorcheln und super zum Baden für Familien. Nicht weit vom Campingplatz weg. Ja, und dann war meine Tour auch schon zu Ende. Auf dem Rückweg dann zum Campingplatz sieht man dann sowas hier. Ich möchte euch das nicht vorenthalten, das ist zu herrlich. Traumhaft schön, oder?
Ja, dann bin ich wieder zurück nach Ulla. Hier links seht ihr den Weg Richtung Strand und da rechts steht direkt unser alter Hümer. Uli und ich, wir haben uns fertig gemacht für den Strand. Und so waren wir dann hier am Schellen. Absoluter Traumstrand, kann man nicht anders sagen. Hier waren wir wirklich sehr, sehr gerne. Wir haben uns die 2 bzw. fast 3 Tage hier noch richtig gut gehen lassen. Hier haben wir übrigens auch ein hervorragendes Restaurant. Da kriegt man tolle Pizza. Und andere Leckereien. Wir haben uns dann noch ein paar Drinks zu Gemüte geführt hier. Bei uns war dann schon wieder Aufbruchstimmung, aber ich wollte euch unbedingt noch hier die Sanitäranlagen und alles andere zeigen. Chemieklo. Das duftet schön. Toiletten zeige ich euch jetzt gleich. Hier kann man Geschirr spülen. Das neue Waschhaus ist aber schon in der Mache. Da sind die noch mit der Flex am Schneiden. Die Waschmaschine sieht jetzt nicht 100% so aus, aber funktioniert anscheinend. Toilette. Da habe ich ja nur Glück. Schaut mal, schön groß. Ja. Klopapier müsst ihr selber mitnehmen. Und jetzt muss ich vorher noch mal in die Dusche gucken, weil da stehen ein paar Leute. Ja, das sind die Duschen. Hier kann man super duschen. Die Eckduschen sind schön groß. 2 Tage später, am 16. Mai, kurz vor 11, fuhren wir dann weiter. Von Camping California zu einem schönen Campingplatz, der schon weiter Richtung Süden lag, weil Bonifacia war ja unser Ziel. Schön, ne? Campo di Lucia. Der war auch ganz okay. Leute, wir sind ganz verwundert. Wir sind bestimmt da. Da ist der Pool. Ja, genau. Der hatte leider keinen direkten Strandzugang, aber dafür war in der Nähe eine tolle Pizzeria. Und der hatte einen richtig tollen Pool. Da waren wir auch drin schwimmen. Der war klasse. Und hier war alles soweit sauber. Also der ist hier kriegst du eine Karte. Durch die Schranke bekommen. Die Dame war sehr freundlich, spricht Englisch und Französisch. Da geradeaus ist die Rezeption. Wir haben den Platz 52 gewählt, weil wir öfter rein und rausfahren wollen. Der ist direkt rechts um die Ecke. Gerade drauf zu ist das Waschhaus. Und hier ist auch schon Platz 52. Hier war eine Kette vom Platz und das Schloss war eingerostet. Wir waren wahrscheinlich die Ersten auf dem Platz. Ja, und da steht die Ulla schon. Jetzt seht ihr endlich mal, dass sie noch lebt und ich der nichts angetan habe. Die war so wenig auf den Bildern jetzt, ne? Oder? Naja, ihr habt's gesehen, die Ulla ist nicht schüchtern, sondern die hat kreisrunden Haarausfall und das will ich ja nicht zur Show tragen. Die geht aber locker mit um. Es war am Regnen und ich wollte irgendwas machen und hat der Ulla nicht erzählt, was wir jetzt machen. Die war sehr überrascht, aber das war nicht unbedingt positiv. Im Nachhinein fand die Ulla das schon, aber schaut mal eben selber. Ich hatte ja in der Nähe einen super Mörderstrand gesehen. Plage de Ballesta. Hammer, das Ding. Die Strecke hier, die hat ein bisschen Twiggy. Deswegen konnte ich das nicht mit der Ulla absprechen, sonst wäre die hier nicht drüber gefahren mit mir. Aber wir haben eine neue Federung. Deswegen können wir jetzt hier mit 130 drüber knallen, Ulla. Hä? Okay, Nummer 1. Was hast du jetzt gesagt? Ich weiß nicht, ob unsere Schränke denn aushalten. Oh ja. Oi, 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 oi. Ja, spätestens hier sagen die meisten Zuschauer doch immer, der hat's ja nicht mehr alle. Und ihr habt wahrscheinlich recht, aber... Selbst der PKW war richtig am Wackeln, hast du gesehen? Ja, jetzt fast umgekippt. Oh, guck mal, wird noch schärfer. Ja, das ist doch mal eine Herausforderung. Und ich komme da hoch. Ja, und wir kamen da hoch. Und dann schaut mal selber, was das für ein herrlicher Strand ist hier. Ja, was meint ihr? Das hat sich doch gelohnt, oder? Ja, aber schaut erstmal selber. Es war super windig, aber ich musste trotzdem die Drohne steigen lassen. Und seht selber, schöne Aufnahmen.
Weißer Sand, kristallklares Wasser. Plage de Ballestra. Ein Ort, der aussieht, als hätte ihn die Zeit vergessen. Zwischen der wilden Macchia Korsikas und dem leuchtenden Blau des Mittelmeers liegt dieser Strand, verborgen, beinahe unentdeckt. Doch wer hier nur Urlaub sieht, übersieht die Geschichte. Schon die Römer kannten diese Bucht. Sie nutzten sie als versteckten Anlandeplatz, geschützt vor den neugierigen Blicken der Piraten. Später wurde sie zum geheimen Knotenpunkt für Schmuggler. Hoch oben darauf der alte genuesische Turm. Wachturm und Warnsignal in einem. Wenn dort Rauch aufstieg, wusste die Küste, Gefahr naht. Heute bleibt davon nur der Blick. Der Blick auf ein Meer, das schon so vieles gesehen hat. Und auf einen Strand, der schweigt und dabei alles erzählt. Für uns kaum vorstellbar. Im 15. Jahrhundert war hier richtig was los. Pisa, Genua und Aragon buhten um die Kontrolle der Küsten. Es lauerte permanent Piratengefahr vor diesen Klippen hier. Bonifatiushafen war da ein wichtiger Brennpunkt. Genuesen, Pisaner und Schmuggler, die im Schutz der Nacht Handel und Geheimnisse über See verschoben. Wow. Super, oder? So, jetzt aber Landung, weil ich bin noch so ein bisschen da rumgelaufen und das wollte ich euch noch zeigen. Aber zunächst mussten wir noch den kleinen Regenschauer hier abwarten. Das war aber auch nicht schlimm. Korsika ist auch bei schlechtem Wetter sehr schön. Jetzt kommt was für die Piloten unter euch. Ja, ich stehe hier mitten in der Pampa. Hier kurven die Gleitschirmflieger durch die Gegend. Schaut mal, sieht schön aus. Aber die fliegen wie die Irren hier. Der kommt jetzt hier hochgewandert. Und dann hebt er ab. Ich hoffe nicht, dass der in meine Richtung kommt, weil ich stehe hier genau im Luft. Ja, warum sah das alles ein bisschen wild aus? Das müssen Anfänger gewesen sein, weil ich glaube, ich habe hier 3 oder 4 unfreiwillige Landungen hier in den Hecken gesehen. Die hatten zwar noch Wind, aber eben halt keinen Auftrieb mehr. Ein richtiger Profi, der schafft das wahrscheinlich. Schaut mal, da hinten der Regenbogen. Könnt ihr den sehen? Völlig losgelöst. Oh, sieht total sicher aus. Ja, ich sagte immer, no risk, no fun. Aber leider umgedreht auch. Hört mal, wie schön das Meer, das Originalton. Ja, fantastische Bucht hier. Hier hätte man mit Sicherheit auch frei stehen können, aber der Regenbogen ist immer noch fantastisch da. Der Kurs an sich, der möchte seine Insel so behalten, wie sie gerade ist. Nämlich schön naturbelassen und ohne Industrie. Nicht so wie bei uns. Und deswegen kommen wir ja hier hin. Und wenn die einzige Einnahmequelle im Sommer, so wie wir Hannesse jetzt da hinkommen und nicht unser Geld da lassen, dann haben die gar keine Kohle da. Und dann kann die Insel auch nicht so bleiben, wie die jetzt gerade ist. Und dann könnte es ja sein, dass sie doch eine Industrie nötig hätten. Ja, und deswegen unter anderem auch fahren wir hier auf Korsika auf Plätze, die für Wohnmobile halt vorgesehen sind. Ich zeige euch den, wo wir uns gerade aufhalten. Ja, das ist Waschhaus. Trinkwasser. Ich muss gestehen, das ist jetzt hier nicht so. Ola sagt 3. Ich glaube, ich bleibe bei meiner 4. Was ich hier meine, sind Schulnoten. Hier sind die Duschen. Die Uli, die war hier duschen, ich nicht. Ist bei uns aber auch nicht so schlimm, weil wir können uns immer noch behelfen im Wohnmobil. Das geht ganz gut. Jo, was tut es? Aber die Toiletten haben gerade nicht funktioniert. Ah, yes. Ich glaube, die haben nur was repariert gerade hier. Funktioniert. Wir gehen nicht mehr auf. Stopp. Okay. Gut. PPA können wir schon mal machen. Hier ist Chemietoilette. Ich hoffe nicht, dass das Frischwasser ist, aber ich denke schon. Direkt daneben.
Und hier ist Altbrackwasser. Das scheint wohl hier so Schließfächer zu sein. Und dahinter kommt direkt die Rezeption. Da. Schranke, da kriegst du eine Karte. Und da gehen wir jetzt mal durch und dann zeige ich euch den Pool. Der ist cool. Der Pool. Da war die Reception. Oh, nett gemacht eigentlich. Spielplatz. Wie gesagt, wir haben den 16. Mai. Also hier ist jetzt noch weniger los als auf dem Platz zuvor. Wenn der wirklich 49 € für 2 Nächte kostet, dann ist das nicht viel Geld. Und jetzt wird es interessant. Hier ist nämlich der Pool. Ja, thank you. Männer hören manchmal nicht zu, ne? Der sagt da, I close the door. Der stand hinter mir, ihr habt den nicht gesehen. Ja, und so kam ich dann auch nicht mehr raus. Da war der Hausmeister. Der hat uns gerade geholfen. 13 Uhr, denke ich mal. Der hat gerade hinter mir die Tür zugemacht. Und ich hatte den nicht verschlossen, dann komme ich nicht mehr raus. Sehr schön hier. Guck mal, wie das plätschert. Da gehen wir gleich rein, die Ulla nicht. Ist egal wie kalt. Ich glaube, der hat mich jetzt eingeschlossen hier. Schön, oder? Ich will mal eben. Oh, geht. Temperatur ist okay. Ich fasse nicht. Hatte die Tür zu immer. Hat der mich eingesperrt, Junge, die sind hier drauf. Mit Schlösser haben sie. I close the door. Jo. Und I makes this wieder open. Na gut, da kein Wasser im Wasserbecken war, sonst hätte ich nasse Füße gekriegt. Sehr schön. Ganz neu gemacht, da hinten stehen die Mülltonnen zwischen. Gehe ich jetzt nicht rein, müsst ihr selber rausfinden. Ja, der Minimarket ist noch zu. Ein Restaurant ist auch noch geschlossen. Zu dieser Zeit. Leider habe ich von der Super Pizzeria nicht mehr Videos. Ich habe hier einen Short hier angegeben, die waren richtig klasse. Und merkt euch bitte mal hier die Darsteller, die sehen wir nämlich im nächsten Video. Ich gehe jetzt noch mal darüber mit euch zu den Chalets. Das ist ein richtiger kleiner Chaletort hier. Schau mal. Kann man schön sein Auto abstellen. Dann wohnt sie hier. Ja, das alles geht auch ohne Wohnmobil. Schaut, da geht bis da oben hoch. Den Platz hier, den hat der Ulla und ich gezielt gewählt. Wir hätten auch einen haben können, der näher dran ist an Bonifacio, weil Bonifacio war ja unser vorläufiges erstes Hauptziel. Aber wenn man bereit ist, in Bonifacio mit einem Wohnmobil zu stehen und zu parken, was durchaus super geht, zeige ich euch in Teil 3. Dann hat der Platz hier eindeutig viel mehr Vorzüge, inklusive Freundlichkeit des Personals hier. Und man kann schön Urlaub machen. Ne? Von hier aus kann man auch zu diesem herrlichen Strand, den wir euch gerade gezeigt haben. Playa de Ballesta. Den kannst du ja nicht toppen. Na gut, da fährt ja jetzt auch nicht jeder drüber, aber wer ein Fahrrad hat, der fährt. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Video. Ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass es euch gefällt. Ich bin ständig bestrebt, mich hier irgendwie zu verbessern. Und anscheinend gelingt mir das auch, weil ich kriege mehr Zuspruch. Und lieben Dank dafür. Der Teil, der da kommt, ist dann Teil 3 und dann seht ihr auch Bonifacio. Wobei ich sagen muss, war Granate.
Aber da kommen noch viele schöne andere Ziele. Ich hatte euch ja gerade schon mal so ein bisschen versteckt unsere Karte gezeigt, wo wir überall waren. Und das lohnt sich wirklich sehr, hier in dieser Playlist dran zu bleiben. Tut das bitte. Abonnieren schadet da nichts. Falls ihr dann die 3 hier mal wieder bei YouTube sehen würdet, dann ist Teil 3 draußen. Ich werde mich natürlich beeilen. Tschö Leute, macht's gut. Ja, und vielleicht sieht man sich ja dann mal, ne? Kann ja sein.